Wir gehen da rein. Hier ist natürlich der Herz-Zweier. Hier war er von unten. Ne? Hier ist er schön offen, kann man schön reingehen. Gallenblase 20. Macht ein bisschen Druck in den Zack. Ihr könnt gerne da rumgehen in diesen Accessoriusnerv oder Dickdarm 18 schon wieder. 1, geht rum. Und jetzt drückt ihr von beiden Seiten Dickdarm 18. Ja. Nicht den Kehlkopf, nicht die Hände zusammen. Das machen einige, das sehen, das ist falsch. Das ist so, weil dann blockiert eure eigene Energie, die Hände sind locker. Ja, und ihr bringt eure eigenen Herzpunkte, eure eigenen Herz 3 bringt ihr zusammen. So, ihr öffnet die. Also langsam. Yokomen. Einmal, ja, wenn hier was kommt, ja, in die Herz 2 Punkte, nee, nicht Herz 2 Lunge, Perikard, Herz, Dickdarm 18, ein bisschen Druck in die Gallenblase, wichtig gewechselt, sonst kommt er mit dem Kopf hier, seht ihr, kommt auf euch zu, mit der anderen Faust auch. Ja. Lasst ihn da hingehen, ist doch gut. Jetzt hier den Hals in der Mitte zusammendrücken und leicht sich setzen, sodass sein Gewicht arbeitet. Ja, klar, das ist natürlich dann etwas. Vorsichtig, das geht ganz schön schnell, dass man da der Schritt raus ist wichtig. Ja, der Schritt raus ist extrem wichtig. Man hat gerade gesehen, dass eigentlich jetzt fast. Ja, im Aikido haben wir ganz viele, aber in eigentlich allen Kampf Kaiser-Baki, ja. Ja. Lasst ihn hier gewähren. Also, die Idee ist, ihr wisst ganz genau, dass er jetzt nur hier kommen kann, also lasst ihn vorbei. Ja. Selbst wenn ihr hier nicht anfangen könnt, ihr seht, hier gibt es viele Optionen. Deswegen ist der Partner macht ein bisschen mit, er antizipiert ja hier. Ja? Also er bleibt ja jetzt nicht hier stehen. Ja? Ja. Sondern damit wir das vernünftig üben können, akzeptiert er das. Ja? Okay, geht weg. Ja? Nicht das, also das ist jetzt keine Kampfsituation, ja? Sondern ihr geht mal von aus, ihr seid getroffen und seid ein bisschen diesig oder versucht den Schlag zu vermeiden. Ja? Also keiner wird da stehen. Ja, der geht ja schon raus. Ja? Und wenn er jetzt noch lebendiger ist, dann geht er noch mehr raus. Ja, seht ihr, genau das wollen wir haben. Okay. Und dann nicht hier vorne, er bringt den Partner zu euch, sodass das Gewicht in euch drin liegt. Ja? Viele sind so irgendwie, kann man sich zusammen. Das ist ja Budo-Basics, ja, Kampfkunst-Basics. Und wenn ich dann hier ein bisschen weggehe, dann fängt er an, da reinzufallen, ja? Und sein eigenes Gewicht wirken, nicht meine Hand. Ja? Also ich möchte sein eigenes Gewicht. Ihr könnt natürlich auch hochkommen. Aber immer, also es gibt mehrere Optionen. Ja? Aber immer versuchen. Nicht so viel hinten rumfummeln. Ja? 1, 2. Auch hier natürlich der Artillerie, da kann er sich ja, egal, aber ihr müsst ja nicht treffen, alleine über die Augen reicht schon. Ja? Also was ihr wischt. Locker. Dickdarm 13. Hier habt ihr natürlich auch Optionen. Aber ihr beendet einfach den Kreis und nicht nur die Arme bewegen, den ganzen Körper. 1, 2. 1, 2. Zum allgemeinen Verständnis, also viele bleiben so stehen, ja, und sind so in diesem Korridor eingesperrt.
So denke ich mir so einen Kraftkorridor vor. Ja, und es kann ja leicht passieren, dass ich so geblendet oder hypnotisiert bin, dass ich gar nicht mitkriege, alles was die anderen Richtungen brauchen. Ja. Schaut mal her. Wenn ich hier mit ihm linear kämpfe, habe ich ganz viel mit seiner Kraft zu tun, ja, die er mir vorgibt, das will er ja. Deswegen ist es ein bisschen Diagonalspiel. Ja. Sieht man nachher gar nicht mehr. Das ist also wie ein Schwert. 1, 2, die Diagonale, da ist er. Entweder hier oder die Hand kann natürlich auch dahin gehen, oder? Ja. Das könnte ich auch so. Also diese Handbewegung. Ja. Die hat viele Funktionen. Ne? Das muss nicht unbedingt hier. Jetzt nur mal was anderes ausprobieren. Also, mit dem ganzen Körper. Hallo! Das ist noch. Ich sehe, wie die anderen Leute ihre Techniken oder Prinzipien ausarbeiten. Ich kann hier mal gleich umfallen. Fand ich sehr schön. Von der Seite dieser Angriff, wir gehen hier rüber. Bei uns gibt es so eine Technik, da ist es auch so, du spielst mal an der Bushaltestelle und jetzt kommt jemand an, sagt, der kommuniziert hat. Nee, nicht jetzt hier, ich will der nicht. Und jetzt ist es so, wir hatten jetzt dann festgestellt, jeder Griff ist so ein Geschenk. So ein Geschenk muss man festhalten. Ja? Das verschenkt man ja auch nicht weiter. Und wenn er jetzt zieht, könnt ihr jetzt natürlich dagegen arbeiten im Zimmer. Und jetzt ist die Frage, wer ist der Stärke? Ich nicht. Er. Viel größer. Also, wenn er zieht, dann machen wir nicht weiter, dass wir dem nachgeben. Einmal eine Lenken rein. Ja? Jetzt von oben, dreifachen Erwärmer 12. Jetzt ziehen wir uns erstmal hier hoch. Bis er so ein bisschen so auf den Zehenspitzen steht. Den greife ich mir wieder in die Hand. Und jetzt mal hier stellt er den Faust hoch. Ganz leicht nach vorne. Das Schöne ist, das sieht man jetzt nicht, die kleinen Fingerknöchel, die bohren sich so ein bisschen so in die Magenpunkte rein. Ja? Das ist eine ganz schöne Sache. Und wenn man erstmal hier ist, dann kann man nämlich auch wieder rausgehen. Dann kann ich nämlich hier. Ja? Machen wir jetzt nicht, wir machen das jetzt nicht. Aber das ist halt das Schöne. Also, wir halten halt so, wenn ich jetzt hier stehe, wäre ja jetzt Blödsinn, zu sagen, ich mache jetzt den Weg jetzt hier wieder zurück, einfach so, weil er hat ja die zweite Hand da. Ja? Demzufolge ist es wirklich sinnvoller, wenn ich die hier habe. Die Hand ist jetzt erstmal außer Effekt. Ja? Jetzt kriegt er erstmal hier hin, jetzt kommt unten, dann kommt von oben, dann kommt von unten, 1000 Wege. Ja? Immer schön bespielen. Also, wie gesagt, was wir nehmen, ist den dreifachen Alarm. Dass er erstmal wirklich schön auf die Zähne geht. Dann in die Jacke reingreifen. Und dann praktisch wie ein Faustschritt nach vorne. Kurz lösen. Ja? Und wir gehen. Da passiert manchmal, dass der sich jetzt hier reingeht. Ja? Klar, wenn ich jetzt nach Hause oder so, halte ich den Haufen nicht mal hoch. Wir hatten gestern als Wiederbelegung Magen 11. Magen 11. Wenn er nicht zu mir geht, dann kann ich jetzt nicht mehr machen, weil jetzt habe ich keine Chance mehr. Ja? Ich ziehe einfach nur rück, mache 12 und sage, nee, nein. Also ich mache schon. Ja? Also, wie gesagt, ich habe es gemacht, dann kommt ich jetzt reingegeben. Hier, mein Ziel, da kommt ein Schlag, Magen will, Magen 11. Ja. Dann unten werden wir weiter. Magen 11 dann nochmal hier vorne. Ja? Also, hier eine Knöchelchen ist direkt dahin. Auch diesen Wiederbelegungs. Genau, das ist ja der. Ja? Okay. Ja, du musst hinter denen musst du bewegen. Aber du kannst auch von hier, das ist einfacher. Dann hängst du praktisch hier direkt mit dem Weg. Das kostet man sehr warm. Ja, schön. Also das ist dann sozusagen, entweder gehst du hier rein und bleibst hier hängen. Oder noch schöner ist auch. Ja. Jetzt hängen wir wirklich nach oben. Reinlegen passiert nicht so viel. Seitlich dann. Mit den zwei Fingern. Als ob du nicht reinhängst. Ja. Also du kannst auch mit einem Schlag verbinden auf Magen 15. So rein, so dich reinhängst. Das ist ein Affe. Und der wirkt natürlich mehr, wenn der Nerv, der geht hinter dem Schlüsselbein lang, wenn du diesen Nerv lang ziehst. Eine kleine Drehung. Schlüsselbein hier. Du
er hat ihn von hier zu, du siehst die Sehne, ja? Du kannst ihn von hier reingehen, Ja. du kannst aber auch hier, da bleibst, das ist eine Schräge, da bleibst du hängen, dahinter. Ja, und du bleibst richtig hier hängen und dann ziehst du lang. Okay. Herz 2, Perikard. Und jetzt drehen wir unter den dreifachen Erwärmer 11, diese Reibetechnik. Wir können ihn schön runterdrücken. Wenn das nicht reicht, kann man nur noch die Schultern messen, also Lunge 1. Ja, hier. Okay. Also 1. Also diese Bewegung ist ja groß, also ist richtig rund, die geht hier überall lang am Faden. Ja, die ist nicht nur klein, wenn er loslässt, wenn er hier loslässt, ja, mache ich das weiter, ja, ich bin jetzt nicht überrascht. Ja. Oh, wo ist meine Technik hin? Ja. Zack. Ich will hier rum, er macht Steifigkeit, entscheidet sich für die Steifigkeit. Dreifach Erwärmung, zack. Ja, hier habe ich die Schulter. Ich kann hier bleiben, kann hier meinetwegen Milz 21, können wir gleich noch machen, als Wiederbelebungsoption und hier einfach mich ablegen auf dreifachen Erwärmung. 17, ne? Und einfach hier rein. Ne? Und das kann ja alles Mögliche sein hier. Ne? Aber dann runtertropfen. Zwei Optionen, entweder ihr geht mit dem Schritt rein, das ist mehr aktiver, gibt es für beide Wurfoptionen. Ja? So. Ich gehe rein hier. Versucht das nicht mit den Armen oder Oberkörper zu machen, das sind mehr Beine. Ja? Ich gehe einfach hier hin. Die andere Option, ich bringe ihn mehr zu mir hier und dann gehe ich weg. Ich mache einfach Lauf auf. Das andere fix. Ich sage, ich gehe da hin. Und das andere, ich mache einen Lauf auf. Das ist ganz oft, ne? Das kommt ganz oft vor. Solche Geschichten. Und das hängt ein bisschen ab, wie er mit die Energie schickt und wo seine Kumpels stehen. Ja? Also wenn die Kumpels da stehen, gehe ich nicht hin. Ja, dann will ich ihn hier im Weg legen. Okay, halt.